Thales hat einen bestimmten sinnlich wahrnehmbaren Stoff, das Wasser, als Ursprung der Dinge betrachtet. Anaximander löst den Ursprung dagegen von jeder einzelnen bekannten Naturgestalt. Sein Prinzip ist das Apeiron. Das Wort setzt sich aus dem verneinende A und dem Begriff Peras, die Grenze, das Ende oder der Bestimmung zusammen. Das Apeiron ist daher zunächst das Unbegrenzte oder das Grenzenlose. Es kann in einem weiteren philosophischen Sinn auch als das Unbestimmte verstanden werden, sofern es noch nicht auf die Gestalt eines einzelnen bestimmten Dinges festgelegt ist. Der neue Gedanke bei Anaximander lautet: Der Ursprung aller bestimmten Dinge muss nicht selbst bereits ein bestimmtes Ding sein. Anaximander wählt nicht einfach einen weiteren Urstoff neben dem Wasser, Luft oder Feuer. Sein Gedanke ist noch radikaler. Wenn Wasser das alleinige Prinzip wäre, so dachte er, müsste erklärt werden, wie aus ihm sein Gegensatz hervorgehen kann, das Trockene, das Heiße oder das Feuer. Ein bestimmtes Element steht immer schon auf einer Seite der Gegensätze. Es scheint daher ungeeignet, die gesamte Gegensätzlichkeit der Welt gleichermaßen hervorzubringen. Das Apeiron steht demgegenüber nicht einfach auf einer Seite. Es ist nicht bereits Wasser oder Feuer. Es ist nicht eindeutig warm oder kalt. Es ist nicht trocken oder feucht. Gerade deshalb kann es als Ursprung verschiedener und einander entgegengesetzter Bestimmungen gedacht werden. Dabei dürfen wir das Apeiron weder mit einem leeren, unendlichen Raum im modernen physikalischen Sinn noch vorschnell mit einer genau definierten materiellen Substanz gleichsetzen. Die Quellen erlauben keine eindeutige Rekonstruktion seiner Beschaffenheit. Sicher ist jedoch, dass der Ursprung der bestimmten Dinge selbst nicht auf eine einzelne bestimmte Gestalt begrenzt ist. Aus dem Apeiron gehen die begrenzten Dinge hervor. In den Ursprung ihres Entstehens kehren sie wieder zurück. Wir haben also hier einen neuen Begriff von Ursprung. Bei Thales war die Arche noch mit einem sichtbaren Naturelement verbunden, dem Wasser. Bei Anaximander verändert sich der Begriff des Ursprungs. Der Ursprung ist nicht einfach das älteste Ding innerhalb einer Reihe von Dingen. Er ist auch nicht bloß ein Stoff, der irgendwo von den sichtbaren Dingen vorhanden war. Das Apeiron ist die Bedingung dafür, dass überhaupt bestimmte Gegensätze und begrenzte Gestalten entstehen können. Damit wird die Arche abstrakter. Sie ist nicht mehr unmittelbar mit einer einzelnen Wahrnehmungsqualität identisch. Der Schritt ist philosophiegeschichtlich
sehr bedeutsam. Das Denken löst den Grund der Wirklichkeit von seiner unmittelbaren sinnlichen Erscheinung. Sehen wir jetzt, wie Entstehen und Vergehen nach der Ordnung der Zeit geschieht. Anaximanders bedeutendster Gedanke ist uns in einem einzigen Fragment überliefert. Der genaue Umfang des ursprünglichen Wortlauts ist in der Forschung teilweise umstritten. Die überlieferte griechische Fassung lautet: Ex hon de Genesis esti dois ousi geten thoran istauta geneste κατά τον χρεών. Διδώνε γαρ αυτά δικεν και τίσιν αλλέλοις τες αδικίας κατά den το χρόνου τάξη. Eine textnahe Übersetzung lautet: Woraus die seiende Dinge ihr Entstehen haben, dorthin erfolgt auch ihr Vergehen gemäß der Notwendigkeit, denn sie leisten einander Recht und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit. Der Satz enthält mehrere zentrale Begriffe. Auffällig ist die rechtliche und politische Sprache. Anaximander beschreibt die Natur mit Begriffen, die aus dem Zusammenleben der Menschen stammen. Recht, Ungerechtigkeit, Buße, Notwendigkeit und Ordnung. Damit ist nicht gemeint, dass Naturkräfte im moralischen Sinn schuldig werden, sondern seine Sprache bringt vielmehr zum Ausdruck, dass jede bestimmte Gestalt und jede einzelne Kraft eine Grenze besitzt. Wärme und Kälte, Trockenheit und Feuchtigkeit treten hervor und gewinnen zeitweilig die Oberhand. Doch keine dieser Kräfte kann ihre Herrschaft unbegrenzt ausdehnen. Was entsteht, muss wieder vergehen, muss eine bestimmte Ordnung und Begrenztheit haben. Was zeitweilig vorherrscht, muss anderen erneut Raum geben. Das sind Prinzipien der Natur, wie die Ionier sie formuliert haben. Sehen wir uns den Begriff der Adikia, also der Ungerechtigkeit. Sie kann als zeitweilige Überschreitung eines Maßes auch verstanden werden. Wenn etwa die Hitze vorherrscht, tritt die Kälte zurück. Wenn Trockenheit dominiert, wird das Feuchte verdrängt. Doch diese Vorherrschaft der Kräfte in dieser Welt ist nur begrenzt. Der Sommer geht in den Winter über. Der Tag weicht der Nacht. Entstehen wird durch Vergehen begrenzt. Kein einzelner Zustand kann das Ganze dauerhaft an sich reißen. Das ist die Ordnung der Kräfte und der Dinge des Seienden. Die Dike, der Ausgleich, besteht darin, dass jede zeitweilige Herrschaft endet und dem Verdrängen erneut Raum gegeben wird. Die konkrete Zuordnung des Fragments zu Jahreszeiten oder einzelnen Naturgesetzen ist natürlich eine philosophische Interpretation. Das Fragment selbst ist allgemeiner formuliert. Sein Grundgedanke bleibt jedoch erkennbar. Das Werden besitzt eine Ordnung, in der jede entstandene Gestalt zeitlich begrenzt ist.
Gehen wir zur nächsten Denkeinheit, die Ordnung der Zeit. Die Zeit ist bei Anaximander nicht bloß ein leerer Behälter, in dem Veränderungen stattfinden. Der Ausdruck lautet «Κατά ten του χρόνου τάξιν», also nach der Ordnung der Zeit. Die Zeit weist den Dingen ihre Auftreten, ihre Dauer und ihr Vergehen zu. Das bedeutet nicht, dass die Zeit wie eine handelnde Gottheit bewusst entscheidet. Vielmehr bringt die zeitliche Ordnung zum Ausdruck, dass keine einzelne Gestalt unbegrenzt fortbestehen kann. Anaximanders Kosmos ist daher kein ungeordnetes Spiel zufälliger Kräfte. Er besitzt eine immanente Regelhaftigkeit. Kein einzelnes Ding und keine einzelne Kraft kann sich dauerhaft die Stelle des Ganzen einnehmen. Damit wird Naturveränderung nicht mehr ausschließlich durch die Entscheidungen anthropomorpher, also menschenähnlicher Gottheiten, erklärt. Sie folgt einer Ordnung, die in den Prozessen der Natur selbst, also immanent, wirksam ist. Sehen wir jetzt das Lebendige als Teil der Naturgeschichte. Anaximander entwickelt keine ausgearbeitete Lehre von der Psyche, wie seine Vorgänger auch. Dennoch verändert sein Denken den Rahmen, innerhalb dessen später nach Leben und Seele gefragt werden kann. Das Lebendige erscheint auch bei ihm nicht notwendig als ein isoliertes Wunder außerhalb der übrigen Natur. Pflanzen, Tiere und Menschen gehören zur derselben Geschichte des Entstehens und Vergehens wie die anderen Gestalten dieser Welt, dieses Kosmos. Spätere antike Autoren berichten, Anaximander habe angenommen, die ersten Lebewesen seien im Feuchten entstanden. Sie seien zunächst von stacheligen oder rinderartigen Hüllen umgeben gewesen und später auf das trockene Land gelangt. Auch die ersten Menschen hätten sich demnach im Inneren fischähnlicher Lebewesen entwickelt. Sie selbstständig lebensfähig gewesen seien, hätten sie diese schützende Lebensform verlassen. Das ist keine Evolutionstheorie im darwinistischen Sinn. Anaximander kennt weder natürliche Selektion noch genetische Vererbung oder gemeinsame Abstammung im modernen biologischen Verständnis. Aber er formuliert einen frühen Gedanken natürlicher Genese. Der Mensch besitzt eine Vorgeschichte innerhalb der Natur. Seine Entstehung wird nicht ausschließlich durch einen einmaligen göttlichen Schöpfungsakt erklärt, sondern in einen umfassenden kosmischen Prozess eingeordnet. Das ist die Neuigkeit, die Anaximander mit sich gebracht hat. Was hat das für eine Bedeutung für die Geschichte der Seele? Bei Anaximander steht die Seele nicht als eigenständiger Gegenstand im Mittelpunkt. Seine Leistung besteht in der Schaffung eines neuen kosmischen Rahmens. Die Welt geht aus einem unbegrenzten Ursprung hervor.
Ihre Gegensätze unterliegen einer Ordnung des Ausgleichs. Aber alles Entstandene besitzt eine begrenzte Dauer. Auch das Leben des Menschen gehört zur Naturgeschichte des Kosmos. Damit verändert sich der Horizont, innerhalb dessen später nach der Seele gefragt werden kann. Wenn der Mensch aus natürlichen Prozessen hervorgeht und denselben Ordnungen unterliegt wie die übrige Welt, dann muss auch sein Leben aus dem Zusammenhang der Natur heraus verstanden werden. Der entscheidende Gedanke also bei Anaximander lautet: Zwar entwickelte er keine Theorie der Seele oder des Bewusstseins, er entwirft jedoch eine Kosmologie, in der Entstehung, Leben und menschliches Dasein einen allgemeinen, prinzipiell erkennbaren Ordnung der Natur angehören. Und das ist neu.